Hallo meine Lieben und willkommen zum ersten Ramadan-Vlog. Ich bin so aufgeregt, wenn ihr das hier seht, ist bei euch schon der erste Ramadan-Tag. Hier ist es Mittwoch gerade, also Ramadan fängt heute Abend an. Ne, heute wurde noch nicht gefastet, heute Abend beginnt dann sozusagen offiziell der Ramadan und heute Nacht, also beziehungsweise morgen früh dann, ne, also heute Nacht, ja, wird dann aufgestanden zum ersten Sahur. Ne? Ist es auch das arabische Wort? Ja. Ich muss immer überlegen, weil es gibt so diese islamischen Begriffe, die sind so halt auf Türkisch und dann heißen die auf Arabisch anders oder bin ich mir immer nicht sicher. Wir freuen uns schon. Ramadan ist ja unsere schönste Zeit im Jahr, so wie vielleicht für meine nicht-muslimische Community hier eben Weihnachten ist für uns Ramadan eben ganz, ganz besonders und wir freuen uns sehr darauf, dass es jetzt losgeht und ich werde euch hier und da noch ein bisschen was erzählen, aber ich habe es euch ja schon angekündigt, dass ich versuchen werde, euch täglich einen kleinen Ramadan-Vlog hochzuladen. Ich werde selber sehen, das ist für mich jetzt auch das erste Experiment. Sorry, das Piepen, da ist irgendwo ein Lastwagen oder so draußen. Ich habe ja auch Fenster offen, weil es ist heute relativ warm. Ich werde sehen, ihr werdet halt immer so einen täglichen, hoffentlich Ramadan-Vlog bekommen. Wenn vielleicht einmal kein Vlog hochgeladen ist oder so und vielleicht dann 2 oder 3 Tage später einer kommt, wird es trotzdem immer tagesabhängig sein. Das heißt, ihr bekommt immer am nächsten Tag den Tag von vorher. Ne? Also heute ist für euch Donnerstag, für mich ist Mittwoch. Wenn ihr dann das Video Freitag seht, ist im Video Donnerstag, also immer einen Tag verzögert. Falls ihr es mal nicht schaffen sollte, dann bekommt ihr vielleicht in einem Vlog eben Tag 2, 3 oder Tag 5 und 6 in einem Vlog. Ich werde das ganz spontan entscheiden, wie viel Zeit ich dementsprechend aufbringen möchte. Ich habe mich aber bewusst auch dafür entschieden, euch dieses Jahr mitzunehmen, auch um meinen Tagesrhythmus besser zu gestalten, weil ich bin ehrlich, diesen Winter war mein Tagesrhythmus sowas von kaputt. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie dieses Jahr, der Winter hat mich irgendwie in den Winterschlaf gebracht, ich weiß es nicht, aber ich bin eigentlich immer eine Person, die morgens sehr, sehr aktiv ist, sobald die Kinder zur Schule gehen. Ich stehe halt immer auf mit denen, schicke sie zur Schule und bin dann immer die Zeit, das ist die aktivste, aber irgendwie war mein Schlafrhythmus so kaputt, jeden Tag sehr, sehr lange wach. Und dann ja, habe ich mich dementsprechend morgens immer noch mal hingelegt, nachdem die Kinder zur Schule gegangen sind. Und das mag ich überhaupt nicht. Das ist das, was ich am meisten nicht leiden kann. Was los hier heute auf die Straßen? Ja, und das möchte ich im Ramadan eben nicht. Ne? Da wird der Tagesrhythmus nochmal ganz anders sein, weil ich dann so ja gegen 3 Uhr, vielleicht sogar vor 3 Uhr, mal gucken, wie die Zeiten, die wechseln sich ja auch von Tag zu Tag sein werden. Ja, das wird nämlich für mich, möchte ich das nämlich nicht, weil für mich wäre es jetzt ganz einfach, bis 3 Uhr wach zu bleiben. Und das will ich eben nicht. Ich will so früh wie möglich nach dem Nachtgebet, nach dem Terawih-Gebet wirklich schlafen gehen und dann aufstehen und danach auch wach bleiben. Und deswegen habe ich mir dann vorgenommen, dass ich dann eben nach dem Morgengebet, wenn dann die Kinder auch zur Schule gehen und so, ich die Zeit nutze und euch das Video dann immer schneide und direkt hochlade und somit halt eben besser meinen Tag strukturieren kann. Denkt bitte daran, es sind immer so einzelne Ausschnitte vom Tag. Ich werde euch nicht immer schaffen, so den 24-Stunden-Tag einzufangen. Ne? Vielleicht mache ich schon mal so ein bisschen ein genaueres Video-Details, so ein bisschen, damit ihr auch seht, wie so ein ganzer Ramadan-Tag aussieht, klar. Aber ich werde es euch auch so ein bisschen, ne, hier und da, dass ihr da immer wisst, ne, dass es nicht immer jeder einzelne Moment, der damit eingefangen ist. Gut, bevor ich hier 3 Stunden rede, weil ich habe euch hier noch viel zu erzählen, fangen wir erstmal an. Wie gesagt, heute ist Mittwoch. Ich habe nicht viel vorbereitet, so für den Ramadan. Viele machen da ganz viel, dass sie Dinge vorbereiten und schon einfrieren und so weiter. Für mich geht es eigentlich ganz normal weiter. Ich koche wie sonst eigentlich auch immer, außer dass ich darauf achten muss, sogar ein bisschen weniger zu kochen. Denn was ich im Ramadan immer mache, ist, dass es auf jeden Fall eine Suppe geben muss, ein Rohkostsalat und dann eben sozusagen ein Hauptgericht. Dessert werde ich auf jeden Fall ab und zu machen, gerade für die Kinder. Ich brauche es jetzt nicht so, aber ich denke, die Kids werden sich dann schon freuen, da sie auch mitfasten, wenn sie dann irgendwie dann nochmal einen Nachtisch essen oder so. Da werde ich mal schauen. Also da ist der Fokus halt eben schon für mich eben wichtig, dass man so, gerade für mich, die nicht bis heute, also mein erstes Fasten mit 18, war richtig schön. Es war im tiefsten Winter und ich habe von da bis heute es nicht geschafft, dass ich zu Sahur essen kann. Ich weiß nicht wieso, ich kann einfach nachts nicht essen. Das ist für mich einfach so, weiß ich nicht. Also ich habe mir vorgenommen, ich trinke meinen Matcha dann, damit ich eben nicht schlafen gehe direkt.
danach. Ich trinke meinen Matcha, aber ich glaube, weiß ich nicht. Ich versuche es jedes Jahr, aber mal gucken. Deswegen ist mir dann immer ganz wichtig, ganz besonders wichtig, dann dadurch, dass ich ja dann nur einmal am Tag esse, da also alle Nährstoffe und so bekommen, genug Flüssigkeit und so weiter, deswegen Suppe, Rohkostsalat und dann so ein Hauptgericht. Aber das werdet ihr alles sehen. Ja, und deswegen starten wir heute damit, dass ich schon mal Teig aufsetze für Fladenbrot. Das will ich morgen auf jeden Fall selber backen. Ja, und ich mache, glaube ich, noch heute Abend Porcia. So, das sind so Hefegebäck mit Spinat und Feta-Käsefüllung, weil ich habe kein Brot da. Ich habe jetzt auch nicht geschafft, nochmal Brot zu backen. Also für heute Nacht sozusagen das Frühstück. Dachte ich, mache einfach ein paar von diesen Porcias. Genau, das ist der Plan. Dann machen wir noch heute Abend ein bisschen was dekorieren. Ich habe noch ein paar Sachen so besorgt. Ich hatte das nämlich auf Instagram gesehen gehabt, diesen Laden, der bei uns in Berlin ist. Und ich fand das nämlich ganz schön mit diesen Laternen, haben mir gefallen. Und ich habe noch Deko von letztes Jahr. Dann mache ich wieder noch ein bisschen hier und da ein bisschen dekorieren. Das macht schöne Stimmung, vor allem wenn man dann so nachts aufsteht und es ist dunkel und dann brennen überall die Lichterketten und Laternen. Das sieht halt immer ganz schön aus und bringt einem nochmal in Ramadan-Stimmung. Das machen wir und ansonsten, ich hoffe, ihr seid bei den Vlogs dabei. Schaltet auf jeden Fall die Benachrichtigungsglocke ein. Dann werdet ihr nämlich auch informiert, wenn jedes Mal ein neues Video hochgeladen ist. Vor allem, ich hoffe, sie schafft es dann halt auch immer von der Uhrzeit her, ne, dass der dann immer kann ja nicht garantieren, wie ich das so immer schaffe, wie lang das Video ist, zwischen 18 und 20 Uhr, sagen wir mal, wird es dann immer hochgeladen. Deswegen seid ihr am sichersten, wenn ihr die Benachrichtigungsglocke aktiviert. Heile, immer wenn ich so richtig gut aussprechen will, dann kann ich es nicht aussprechen, ne? Hayırlı, na? Hayırlı Ramazanlar. Doğru mu Hikmet? Ha. Hayırlı. Jetzt kommt die Polin aus mir wieder. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar, meine Lieben. Ramadan Mubarak. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Start in den Monat Ramadan an meine muslimische Community, an all meine Nicht-Muslimen hier. Freue ich mich, ja, wenn ihr hier einen kleinen Eindruck bekommt, wie das so bei uns aussieht und hoffe, ihr habt auch Spaß beim Zugucken und ja, let's go! So, ich habe jetzt mal zu meiner kleinen Vlog-Kamera geswitcht. Damit werde ich nämlich immer vloggen. Das geht nämlich viel, viel schneller. Dabei ist die Qualität nicht ganz so gut, aber es ist einfacher. So, ich überlege jetzt, ich mache jetzt wieder einen 24-Stunden-Teig, auch für das Fladenbrot. Ich hatte andere Rezepte gemacht, ich weiß nicht mehr. War auch ganz lecker, aber ich will auf jeden Fall aus diesem Buch jetzt ein Rezept gucken. Aber ich muss mal gucken, welches ich nehme. Und zwar haben wir, das ist auf jeden Fall interessant, ein Dinkelfladenbrot. Wäre jetzt ein bisschen besser mit Dinkelmehl. Aber da muss ich immer dieses Mehlkochstück machen. Da habe ich immer keine Lust. Und hier ist ein Weizenfladenbrot. Weizenmehl 550er kommt rein, Wasser, Milch, Salz und Frischhefe. Genau, und das ist ja wieder eben dieser 24-Stunden-Teig. Da kommt ganz wenig Hefe rein. Gut, we will see. Ich mache jetzt den hier. Also das ist wie 24-Stunden-Teig. Dann kann ich genau morgen um die Uhrzeit dann backen, damit die dann frisch sind für Ramadan. Ansonsten bringt mein Mann immer richtig leckeres Fladenbrot mit. Der hat ja da seinen Bäcker. Der ist immer mal weit weg, wo du fährst, ne? Das ist immer im Ramadan, gibt es nämlich das Ramadan-Pidesse. Kreuzberg, ja, ist von uns. Also das Ramadan-Pidesse. Das ist nochmal so special. Was ist jetzt da so anders als an den normalen? Also es ist nochmal irgendwie anders. Auf jeden Fall bringt das mein Mann sehr oft mit. Das ist wirklich sehr lecker, sehr frisch. Vor allem verteilt er das immer an unsere nicht-muslimische Nachbarschaft, die sich dann jedes Mal freut, dass sie so ein frisches Fladenbrot kriegt. Erkenntnis, dass Ramadan. Ja, also unsere nicht-muslimischen Nachbarn, die wissen auf jeden Fall, dass Ramadan ist, sobald sie eben Fladenbrot bekommen. Genau, ich starte damit und mache den normalen Hefeteig für die Porcia. Muss ich auch mal gucken. Ich weiß gar nicht, welches Rezept ich da nehme. Mal schauen. Ich mache den Teig jetzt im Thermomix. Kann man ja auch mit der Hand machen. Mache ich ja, wenn mir langweilig ist, mache ich den auch gerne mit der Hand. Aber wenn es schnell gehen muss, lasse ich den Thermomix kneten oder in der Küchenmaschine. Ich verdoppel jetzt das Rezept, weil das wäre jetzt für ein großes Fladenbrot von circa 1 Kilogramm. Ich mache 2 Fladenbrote. Deswegen verdoppel ich jetzt mal das Rezept. Also Wasser verdoppeln, das wären 410 Gramm. Was ich immer mache, warte, ich habe 436, meine Güte.
Für die Brote habe ich nämlich auch gelernt, dass man am besten Ursalz benutzt. Und ich mache erstmal, dass ich das Salz mit dem Wasser vermische, damit das Salz sich auflöst. 12 Gramm Salz, wir verdoppeln, also 24 Gramm Salz. Und dann geht es weiter. Weizenmehl 580, wir machen 1160 Mathe. Also 1000, also erstmal ein ganzes. Oh, guck mal. Betrug! Hier ist 995 und kein 1 Kilogramm. Na gut, 996. Dann, meine Lieben, weil das hatten mich viele gefragt, als ich euch die Rezepte von diesem Backbuch geschrieben habe, dieses mit Perfektion in Hefe. Dadurch, dass es ja so ein 24-Stunden-Teig ist, braucht man ja sehr, sehr wenig Hefe. Da sind ja Angaben von 0,3, 0,5 so. Und das ist ja natürlich, wenn du jetzt keine so eine, diese Milligramm-Waage, wie nennt man denn das, hat, dann ist das sehr schwer, das einzuschätzen. Hier ist zum Beispiel in diesem Buch extra so eine Dings gezeigt, ne, wo man dann sieht, die Kugeln, wie groß die sind, wie viel Gramm das ungefähr ist. Also ich bin ja ganz ehrlich, ich nehme das nicht so genau. Ne? Das wäre jetzt hier 0,4 Gramm für 1. Ich nehme jetzt 0,8. Ich mache jetzt einfach so auf Augenmaß. Wenn das 1 Gramm ist, ist es auch nicht schlimm. Ne? Also so viel Unterschied ist es das jetzt auch nicht. Ich mache jetzt hier einfach 1 Gramm. Hier 1 Gramm. So genau muss man es nicht nehmen, wenn da ein bisschen mehr drin ist. Ne? Ist halt gut, dass man da nicht so viel Hefe benutzt. So, hier ist einmal der Teig für das Fladenbrot für morgen. Der wird 24 Stunden gehen. Ich mache dann ab und zu den Dehnen und Falten. Und hier habe ich jetzt so einen normalen Hefeteig. Da ist jetzt ein bisschen mehr Hefe, weil der ist ja dann, das backe ich heute Abend. Und das werden dann die Pocha. Also da ist halt noch, also auch Milch und so, aber noch Öl und etwas Zucker drin. Jetzt muss ich mir den Teig hier rauskriegen. Und den lasse ich bis heute Abend ruhen. Und mache mich jetzt erstmal ans Mittag- bzw. Abendessen. Ich koche heute einfach einen schnellen Eintopf. Und zwar wollte ich eigentlich diesen typisch türkischen, sag ich jetzt mal, Lauch-Karotten-Eintopf machen. Aber ich habe hier jetzt noch Fleisch gehabt, was im Kühlschrank war. Ich packe das einfach noch mit dazu. Ein bisschen Sellerie, Chili und dann kommt dann noch so ein bisschen Bulgur noch oben drauf. Ja, einfach mal so ein Eintopf heute. Bisschen Salz. Chili habe ich ja eine frische drin. Nicht, aber ein bisschen Pfeffer. Und wer mag, ein bisschen Kreuzkümmel. Geschmackssache. Jetzt kommt der Deckel rauf. Und am Ende mache ich noch etwas Bulgur dazu.
So sieht jetzt der fertige Eintopf aus und dazu passt perfekt Joghurt. Und dann noch etwas Brot, das ist noch mein selbstgemachtes Toastbrot. Und so ist das Ganze ready und schmeckt sehr lecker. So, mein Hefeteig ist schön aufgegangen. Ich mache jetzt hier ungefähr 30 Stück, sollten reichen. Ich schreibe euch gerne das Rezept für die 30 Stück in die Infobox. Ihr könnt aber natürlich das auch halbieren oder umrechnen. Schweren Schüsseln hier immer. Ich muss die auskratzen, da ist noch viel drin. So. Ich mache normalerweise immer eine klassische Füllung mit Feta-Käse und Petersilie, aber heute habe ich mich für Spinat entschieden, weil ich noch welchen da habe. Den habe ich mit Zwiebeln, Knoblauch angebraten, mit Salz, Pfeffer abgeschmeckt und dort brösele ich jetzt noch den Feta-Käse mit rein. Ist mal was anderes. So, dann ein bisschen Füllung. So. Und dann schön zu machen. Jo. Am besten, wenn man es hinlegt. So. Genau. Und wieder eine schöne Kugel. Formen. Und da haben wir die erste Pocha. So, jetzt haben wir hier die 2 Eigelbe, die übrig sind. Da können wir jetzt 2,5 Esslöffel normales Öl dazu. 1, 2 und halbe. In den kalten Ofen. Kalten Ofen? Ja, in den kalten Ofen. Die gehen dann da nochmal auf. Ich glaube, was war das jetzt? 25 Minuten. 24 Minuten. Kalter Ofen. Und zwar Ober-Unterhitze. Ich mache 200 Grad, weil mein Ofen ist lahm. Ganz lahm. Streiche mal deine Pocha. Oh Mann, ey. Ich so, film mal jetzt, wie ich die Pocha aus dem Backofen raushole. Und dann sagst du, ach, warte mal, ich muss mal erstmal noch die anderen streicheln. Oh, bestreichen. Ja, streicheln wir die noch eine Runde. Ai. Ich bestreue sie jetzt.
Ich habe bestreichelt, du kannst jetzt bestreuseln. Was? Ahmed, du bist unwitzig. Schön fluffy. Ein paar sind zwar nicht gleich groß, Wow. Sieht delicious aus. so, die decken wir jetzt einmal ab. So, schaut mal, nehmen wir jetzt mal hier dieses große. Fokussieren. Ja, richtig schön fluffig, richtig schön weich. Das ist jetzt nichts, was sehr lange satt hält, aber schmeckt halt lecker, ne? Vor allem mit dieser Spinatfüllung. Rezept für diese, was waren das jetzt, 25 Stück oder 26? Irgendwas zwischen 26 und 28 Stück. Schreibe ich euch in die Infobox. Ja, die sind richtig schön fluffig im Find. Das geht auch immer super schnell. Deswegen denke ich, dass ich das schon öfters zu Sauen mache. Über sowas freuen sich die Kids dann immer. Was noch? Die Teelichter? Ja. Und? Ich würde das gerne. Das ist schön. Na, schön.